Lichtbögen entstehen immer in Stromkreisen, weil es sich um elektrisch genährte Plasmen handelt. Und zwar immer dann, wenn eine Gasstrecke so sehr ionisiert wird, also ihr so viel Energie zugeführt wird, dass sie eben diesen Plasmazustand erreicht. Und das kann absichtlich geschehen, zum Beispiel bei sogenannten Lichtbogenlampen. Es kann aber auch unabsichtlich entstehen, zum Beispiel bei Fehlern in der Energieübertragung. Dann können sogenannte Störlichtbögen entstehen. Und dann gibt es noch den Aspekt der Schaltung. Immer wenn man einen Stromkreis schaltet, quasi zwei elektrische Kontakte voneinander trennt, können sogenannte Schaltlichtbögen dazwischen entstehen. Da man dieses Phänomen eigentlich jedes Mal automatisch hat, sobald man einen Stromkreis öffnet, kommt man gar nicht umher, sich mit dem Lichtbogen als Element zu beschäftigen. Es gibt natürlich bereits jede Menge Elemente, die auch vor allem beim Schalten den Lichtbogen wunderbar beherrschen und auch löschen können. Allerdings möchte man natürlich immer kleiner und immer günstiger werden. Deswegen ist auch von Industrieseite immer noch Bedarf, sich mit Lichtbogen und dem Schalten von Lichtbogen zu beschäftigen. Das zweite große Thema ist allerdings das neue Aufkommen der Gleichstromtechnik. Das Problem bei Gleichstromschalten ist, dass es keine Nulldurchgänge gibt, natürlichen Nulldurchgänge, wie wir sie beim Wechselstrom zum Beispiel haben. Der ist ja im Prinzip eine Sinuskurve. Das ist ja auch das, was aus der Steckdose kommt. Ist Wechselspannung, keine Gleichspannung. Und ja, bei Gleichspannung gibt es das eben nicht. Und entsprechend muss man den Strom oder den Lichtbogen mehr bearbeiten, damit er dann am Ende löscht. Ich zitiere da mal einen Vorreiter aus den Niederlanden, der auf einer Konferenz dieses Jahr sagte, warum Gleichstrom? Ganz einfach, alles was Spaß macht, funktioniert mit Gleichstrom. Er meint damit, dass alle Elemente der sogenannten Infotainment-Sparte, also angefangen von Smartphones, Tablets, Computer, Laptops, Flachbildschirme, Flachfernseher, alles dies funktioniert intern mit Gleichstrom. Auf der anderen Seite haben wir natürlich bereits in vielen Haushalten Gleichstromquellen in Form von Photovoltaikanlagen und der jetzt auch zunehmend aufkommenden Mikro-BHKW-Technik auf Brennstoffzellenbasis. Auch dort wird Gleichstrom erzeugt. Und so ist es irgendwann naheliegend, dass man nicht immer wieder den Wechsel vollziehen muss zwischen Gleichstrom umwandeln in Wechselstrom, das dann im Haus verteilen und an einer anderen Stelle, wo ich zum Beispiel den Fernseher wieder brauche, wieder in Gleichstrom umzuwandeln. Wenn man sich diesen Zwischenschritt spart, wird alles viel effizienter. Was ich nicht umwandeln muss, da spare ich mir die Umwandlungsverluste. Ja, bei der Erforschung nehmen wir den Lichtbogen als Grundelement. Wir konstruieren etwas, um den Lichtbogen zu zünden, wie es in einem Schalter passiert. Allerdings so, dass wir viele Einflussmöglichkeiten haben. Das heißt, so dass wir dort die Kontakte ändern können, dass wir Abstände ändern können, dass wir die Umgebung ändern können, dass wir ihn aber auch gleichzeitig beobachten können. Wie verhält er sich? Das machen wir zum einen optisch mit Hochgeschwindigkeitskameras und das Ganze gleichen wir dann ab mit den elektrisch aufgezeichneten Signalen, um eben dann möglichst viele Informationen zu bekommen, so dass wir den Lichtbogen besser beschreiben können, sein Verhalten besser erklären können und eben darauf aufbauend dann Maßnahmen ergreifen können, um ihn im Fall des Ausschaltens des Stromkreises möglichst effizient und zuverlässig löschen zu können. Studierende haben bei uns immer die Möglichkeit, bei Interesse als Hiwis mitzuarbeiten an Projekten direkt, sei es Projekte, die direkt mit der Industrie passieren oder eben ein Doktorand braucht jemanden, der bei Laborversuchen oder Simulationen hilft, aber natürlich auch in Form von Bachelor-, Master-, Projektarbeiten. Es macht es sehr besonders, weil es bis auf einen weiteren Lehrstuhl in Deutschland keinen Lehrstuhl mehr gibt, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und dieses Alleinstellungsmerkmal ist etwas, wo wir sowohl für die Industrie als auch für andere Anspruchsgruppen, zum Beispiel auch die Politik, eine der wenigen Informationsquellen noch sind, die sich mit dem eigentlich sehr wichtigen Thema beschäftigen und darüber Auskunft geben.